Ich würde fast sagen, die Kamera hier wäre für mich die perfekte Kompaktkamera, wenn sie nicht das Objektiv mit der Blende 4 hätte. Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein Video zur Fujifilm GFX 100 RF. Ich konnte die Kamera jetzt eine ganze Zeit lang testen. Ein großer Dank geht hier erstmal an Fotoprofi und der Filiale in Esslingen. Die haben mir nämlich die Kamera zur Verfügung gestellt. Es war so, ich bin ja schon ein Kompaktkamera-Freund, also gerade so eine Leica Q3 oder sowas, und ich habe ja auch eine Fuji X100 Mark VI. Die passen mir schon sehr gut, also die nehme ich sehr gern mit, weil einfach meine kleine Tochter, da mache ich einfach gern Bilder davon, und das sind mir Smartphone-Bilder einfach nicht gut genug, da darf es schon ein bisschen mehr sein. Und als Fuji gesagt hat, beziehungsweise als so die Gerüchte rauskamen, dass Fuji eine GFX im Kompaktformat, nennen wir es mal Kompaktformat, da gehen wir gleich darauf ein, als die gesagt haben oder die Gerüchte kamen, dass sowas kommen sollte, da habe ich gedacht, oh mein Gott, das wird die perfekte Kamera. Denn ihr wisst ja vielleicht, ich habe schon ein anderes Video gemacht, Mittelformatsensor von Fuji in der GFX. Das ist einfach der Hammer. Und auch hier ist es so, der Sensor 102 Megapixel, das ist einfach ein Traum. Es hakt nur an anderen Stellen. Und ich will einfach mal so ein bisschen meine Erfahrungen damit jetzt rüberbringen. Ich habe sie genutzt so im Alltag, einfach wenn ich mit der Kleinen unterwegs war oder so. Und auch aber mal zu einem Fotoshooting wirklich mitgenommen. Und ich möchte euch einfach so ein bisschen erklären, was mir an der Kamera gefällt, was mir nicht gefällt und was es eben mit diesem Objektiv auf sich hat. Also fangen wir mal mit dem Body an. Und da muss ich sagen, ja, er ist gewöhnungsbedürftig. Er sieht erstmal Retro-Style aus. Das ist ja auch so gewollt. Aber hier dieses, dass es oben irgendwie ein bisschen dicker aufträgt und so, hat mir zuerst mal nicht gefallen. Aber nach einer Zeit, man gewöhnt sich einfach dran. Und auch vom Handling her liegt er eben durch die Größe sehr gut in der Hand. Mein kleiner Finger stützt das Ganze hier unten noch und dann funktioniert es soweit schon sehr gut. Jetzt ist es so mit diesen ganzen Bedienelementen, die wir hier haben. Ich mag mal nicht sagen, so viele wie wir haben, weil mir fehlen da ein paar. Ich komme gleich dazu. Es ist so, ich bräuchte das eigentlich nicht alles. Hier zum Beispiel der Umschalter, wo ihr zwischen diesen virtuellen Brennweiten hin und her schalten könnt. Ich brauche sowas nicht. Und es ist auch so, der An-Ausschalter hier, wie auch schon bei anderen Fuji-Kameras, ab und zu tue ich versehentlich die Kamera anmachen, oder wenn sie in der Tasche ist, dann wird sie beim Rausholen, Reinholen oder sowas ausgeschaltet. Das ist meiner Meinung nach hier nicht ganz so toll designt. Auch der Umschalter für diese virtuelle Brennweite, wie ich es nennen will, der wird ab und zu betätigt, obwohl man es nicht will. Man sieht das Ganze aber dann natürlich auf dem Display. Da wird der Rahmen dafür für die andere Brennweite dann eingeblendet. Das ist nicht ganz so schlimm, aber es nervt halt natürlich. Und auch hier vorne das Rad zur Umstellung. Irgendwie so ganz werde ich nicht warm damit. Und dann auch das Seitenverhältnis, Umschalter und sowas. Ich bräuchte das alles einfach gar nicht. Ich will eine kompakte Kamera mit diesem riesen Sensor. Da wäre ich dann schon zufrieden damit. Ansonsten von der Größe, vom Gewicht, es passt bei mir ins Hoodie. Also es geht gerade noch so. Kompaktkamera würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, weil sie ist schon deutlich größer als jetzt zum Beispiel eine Q3, eine X100 Mark VI oder die neue Sony RX1 R3. Also das ist schon noch mal eine andere Größe, aber es hat natürlich den Vorteil, das Objektiv trägt nicht so weit auf, weil es eben ein Blende 4 Objektiv ist. Wie gesagt, wir kommen gleich noch mal dazu. Ansonsten ja, vom Body her gefällt es mir eigentlich sehr gut. Auch der Sucher, 5,76 Millionen Dots, der ist ausreichend, also man kann schon gut damit arbeiten. Manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Farben nicht ganz so mit dem übereinstimmen, was auch nachher an der Kamera wieder rauskommt. Also irgendwie beim Sucher her, und auch die Helligkeit hatte ich dann mal auf Auto gestellt. Die steht jetzt auf Auto +1, weil sonst ist mir das Bild einfach zu dunkel. Also vom Sucher her, Auflösung und so weiter, Vergrößerung ist in Ordnung, aber so richtig ganz warm bin ich damit nicht geworden. Klar, ich habe jetzt natürlich auch sehr viele andere Kameras zum Testen gehabt, die dann auch in der Liga vom Sucher spielen oder noch mehr Megapixel haben. Da geht dann also noch ein bisschen was, aber das ist ganz das Meckern auf hohem Niveau. Ich möchte, also der ist völlig ausreichend für die Kamera. Auch das Display hinten, ihr habt fast 3,2 Zoll, glaube ich, 2,1 Millionen Dots.
Völlig ausreichend, auch von der Helligkeit. Es lässt sich hier so ein bisschen verstellen, das ist 1A, also damit komme ich klar zurecht. Das passt soweit alles für mich vom Body her. Was ein bisschen mehr sein dürfte, sind einfach Bedienelemente an sich. Mir fehlen vielleicht 1, 2 Knöpfe mehr, wo ich dann ein bisschen den Autofokus noch umschalten kann, die Autofokuspunkte und so. Ihr habt einen Joystick, das ist ja schon mal sehr gut, aber insgesamt hätten es bei mir hier diese Umschalter und sowas weniger sein dürfen und dafür vielleicht noch 1, 2 Knöpfe mehr. Aber das ist wirklich, das kann man sich hinkonfigurieren, das ist eigentlich auch soweit kein Problem. Soweit ist es also erstmal vom Body so die Sache, also das geht völlig in Ordnung. Kommen wir mal zum Sensor und der ist einfach eine Wucht. Das muss man einfach so sagen, der war schon in den ganzen GFX-Kameras, die 100er Kameras, einfach eine Wucht und der ist auch hier weiterhin eine Wucht. Ihr habt 102 Megapixel, ihr könnt da reinkroppen ohne Ende, ihr habt Auflösung ohne Ende, ihr habt Dynamik im Einzelbildmodus, 16-Bit Farbtiefe. Das macht einfach richtig Spaß. Der Sensor, mega. Also es ist wirklich ein Traum, den auch noch in so einer Kamera hier zu haben. Das ist einfach toll. Ich kann es nur einfach immer wieder wiederholen und dann habt ihr natürlich auch die Fuji-Farben. Die Fuji-Farben, die Fuji-Filmprofile, die machen einfach Spaß. Damit komme ich gleich zurecht. Ich habe da ein Profil, das kann ich auswählen. Da könnte ich die Dateien JPEG out of Camera benutzen. Da bin ich zufrieden damit. Ihr könnt im Nachhinein eure RAWs noch mit den Filmprofilen anpassen. Das ist also wirklich ein Traum. Da kann man echt nichts sagen. Jetzt ist es so, der Sensor ist nicht stabilisiert hier in der Kamera. Und meiner Meinung nach bei der Sony RX1 würde ich zum Beispiel sagen, von der Größe her vom Gehäuse geht es einfach nicht. Da kommt kein IBIS rein. Hier würde ich sagen, das Gehäuse bietet eigentlich schon relativ viel Platz. Vielleicht kommt da eine zweite Version, die dann mal ein IBIS hat. Es ist halt so, mit dem Blende 4 Objektiv, da habt ihr eben das Problem, dass wenn es mal ein bisschen Lowlight wird, dann gehen halt die Verschlusszeiten wirklich, die werden länger. Weil ihr merkt es auch so schon, ihr habt eine Base ISO von 80, da habt ihr dann natürlich die höchste Dynamik. Mit der Blende 4 seid ihr da schon am Tag bei Verschlusszeiten, da seid ihr nicht bei einem Tausendstel oder so. Also das ist deutlich kürzer und da ist es dann halt natürlich so, wenn es dunkler wird, dann muss die Kamera entweder länger belichten oder die ISO hochziehen. Und die ISO willst du natürlich so weit wie unten halten, damit du deine tolle Dynamik hast und so. Die Verschlusszeit wird dann eben länger. Und da ist es ohne IBIS bei 102 Megapixel dann schon an der Grenze irgendwo, wo man dann auch mal eine Verwacklungsunschärfe und so weiter sieht. Und das macht dann natürlich keinen Spaß. Also mit IBIS, gerade mit dem Blende 4 Objektiv, das würde meiner Meinung nach wirklich Sinn machen. Aber es wäre für mich jetzt kein Gamechanger. Also ich könnte mit einer Kamera ohne IBIS noch leben. Es wäre halt schön, wenn sie den gehabt hätte. Aber man kann eben nicht alles haben. Und ich habe es ja jetzt schon ein bisschen öfter erwähnt, Blende 4, maximal Blende 4 bei dem Objektiv. Und das ist auch einfach das Problem an der ganzen Kamera für mich. Mit der Blende 4, da seid ihr erstmal bei den Verschlusszeiten eben so, dass ihr da schon relativ lange Verschlusszeiten habt. Aber ihr habt eben auch das Problem, ihr habt nicht die super tolle Freistellung. Jetzt ist es so, wir sind hier ja umgerechnet ins Kleinbildäquivalent bei 28 mm und ungefähr eine Blende 3,2 dann. Es reicht aber einfach nicht. Das ist mir nicht genug. Und das habe ich sehr oft gemerkt in Bildern, wo ich Bilder gemacht habe, gerade von meiner Tochter, wenn sie mal ein bisschen durch die Gegend rennt oder sowas. Ich mag eben Freistellung. Ich mag Bokeh. Ich mag, wenn der Hintergrund so ein bisschen verschwommen wird, wenn ich mir mein Motiv so ein bisschen rausheben kann aus dem Hintergrund. Und das ist mit einer Blende 4 einfach nur sehr, sehr begrenzt möglich. Und das stört mich wirklich sehr. Also das ist der Hammer. Ich hätte nie gedacht, dass eine Blende 4 mich so aufregen kann wie an dieser Kamera. Aber es ist einfach so. Mir fehlt da vielleicht der Schritt zur Blende 2.8, selbst wenn das Ganze dann ein bisschen größer wäre. Es tut mir einfach sehr, sehr weh. Und so geht es, glaube ich, einigen. Also auch wenn man in Foren liest, dann ist es wirklich so, dass sehr viele Leute sagen, mit der Blende 4, das ist einfach nichts für die. Und so ist es bei mir halt eben auch. Ich bin da wirklich, mich ärgert das schon wirklich sehr arg, weil die Kamera wäre mit einer, sag mal, und wenn es nur Blende 2.8 wäre, wäre das schon ganz was anderes. Also einfach von der Freistellung her und sowas, das
Es tut einfach weh. Und beim Autofokus muss man sagen, ihr bekommt einen Fujifilm-Autofokus. Also so wie ihr den an den anderen Kameras kennt, so bekommt ihr den auch hier. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ihr euch nicht unbedingt 100% drauf verlassen könnt. Also ab und an macht er so ein bisschen seine Spielereien. Ich habe zum Beispiel mal mit dieser Brennweitensimulation versucht, hier Birds in Flight, ein Vogel, gerade hier, als hier so ein kleiner Bussard oder was weiß ich was geflogen ist, den wollte ich einfach mal ein Bild davon machen. Ihr könnt ja nachher mit 100 Megapixel reinkroppen, da macht es nichts mit der Brennweite, einfach nur mal so ein grobes Bild. Aber die Kamera hat ihn einfach nicht fokussiert. Der ist ja dunkel am Himmel. Ihr habt einen hellen Himmel und einen dunklen Bussard. Die Kamera hat es nicht fokussiert bekommen. Und das ist halt immer so dieses Fuji-Ding irgendwie. Manchmal macht der Autofokus einfach, was er will. Ansonsten funktioniert er aber eigentlich in dem Großteil der Fällen. Also bei mir war es wirklich so, meine Tochter jetzt beim Spielen, nehme ich ja sehr oft als Beispiel für einen Autofokus, das muss es schon können, ist hier natürlich, ich sag mal, nicht wirklich groß ein Problem, weil bei 35, 28 mm mit einer Blende 4, da habt ihr eben nicht so eine geringe Schärfenebene, damit hier ja, die Kamera nicht hinterherkommen wird mit dem Autofokus. Also das packt sie soweit. Der wäre jetzt hier also wirklich nicht das Problem. Der Autofokus ist hier so, dass ich sagen würde, ich könnte damit voll leben, die Kamera würde ich mir kaufen. Es ist halt eigentlich die Blende 4. Und die Sensorgeschwindigkeit an sich, ihr könnt hier, glaube ich, 6 Bilder pro Sekunde rausholen. Und da bin ich ehrlich, ich habe es gar nicht getestet. Weil einfach, ich habe die Kamera auf Einzelbild stehen, weil ich eben diese 16-Bit Farbtiefe haben will. Ich will hier die höchste Qualität rausholen, die ich bekommen kann. Die gibt es im Einzelbild in 16-Bit. Und deswegen die 6 FPS wären mir hier eigentlich fast egal. Klar, wenn ich mal meine Tochter vielleicht auf dem Spielplatz beim Rutschen oder sowas fotografieren wollte, dann würde ich es vielleicht mal umstellen, aber ansonsten spielt es für mich an dieser Kamera hier nicht wirklich groß die Rolle. Für Action habe ich da dann doch noch ein paar andere Kameras. Aber es wäre natürlich möglich, wie gesagt, für mich spielt es eigentlich mehr oder weniger keine Rolle. Und dann ist es halt auch so, Video zum Beispiel, 4K 30 schafft die Kamera, glaube ich, spielt für mich auch keine Rolle. Ich habe kein einziges Video damit gemacht. Die Kamera wäre für mich wirklich nur zum Fotografieren da. Also auch da ist es klar begrenzt. Da könnte man auch deutlich mehr Auflösung rausholen aus dem Sensor. Aber wie gesagt, für mich erstmal nicht so wichtig. Und dann habt ihr, ich habe es ja schon erwähnt, hier vorne den Hebel für diese Brennweitensimulation, wo ihr einfach mehr reinkroppen könnt und hier dann den tollen Rahmen und so seht. Das ist auch wirklich toll gemacht, das funktioniert auch sehr gut. Aber meiner Meinung nach, ich bräuchte es nicht. Ich kann auch später in der Bildbearbeitung noch ins Bild reinkroppen. Jetzt ist es natürlich toll gelöst. Ihr habt natürlich das RAW zur Verfügung in voller Auflösung, wenn ihr den Hebel hier mal benutzen solltet. Aber diese ganzen Spielereien, ich brauche die einfach nicht. Ich brauche eine Blende 2.8 und das, ja, es ist schön, das zu haben und es werden auch sehr viele Leute wahrscheinlich nutzen, gerade eben diese Seitenverhältnisse mit der Filmsimulation. Ihr könnt euch da eben die passenden Bilder direkt aus der Kamera rausholen im JPEG und das dann im Insta teilen oder was weiß ich irgendwo. Das bietet die Kamera, meiner Meinung nach bräuchte sie das jetzt nicht. Sie hat es halt, aber das wäre was, da könnte ich drauf verzichten, das ist mir jetzt nicht so wichtig und deswegen auch für meine Bewertung an sich spielt es erstmal so nicht die Rolle. Und damit ist es eigentlich schon zusammengefasst. Also die Kamera an sich, die macht wirklich Spaß. Es macht Spaß zu fotografieren, der Sensor, ich kann es nur wiederholen, eine Wucht, einfach Bildqualität, es geht in so einem Bereich hier einfach nicht besser und ja, es macht Spaß. Was den ganzen Spaß einfach drückt, ist dieses Objektiv da vorne dran. Blende 4. Warum? Warum muss da eine Blende 4 dran sein? Ich hätte kein Problem, das Geld für die Kamera auszugeben, mir die Kamera zu holen. Ich wäre so glücklich damit, wenn da einfach ein bisschen mehr Lichtstärke dahinter wäre. Und das tut mir wirklich so leid. Und ich weiß nicht, ich glaube, Fuji wird davon auch viel mehr verkaufen, wenn einfach ein bisschen mehr Lichtstärke dahinter wäre. Jetzt ist es natürlich so, von der Größe wird das wahrscheinlich deutlich was ändern. Aber dann macht es doch einfach. Oder bietet vielleicht noch eine zweite Version an, wo ein bisschen mehr Lichtstärke dahinter ist, weil ja, die Freistellung halt, es tut mir halt wirklich weh. Gerade wenn man hier vielleicht mal, ich kann auch noch ein Beispiel reinbringen, gerade beim Shooting, so mit den 28 mm, da ist halt nicht groß was freigestellt. Da hast du den Hintergrund immer noch mit drin und ein bisschen mehr Freistellung wäre halt schön gewesen. Ansonsten, wenn ihr überlegt, die Kamera zu holen und ihr seid mit der Brennweite 4 in Ordnung, also die wäre für euch in Ordnung, dann gibt es da eigentlich fast nichts, wo man irgendwie dran meckern könnte an der Kamera. Auch von der Akkulaufzeit.
Ich habe die glaube ich einmal geladen oder zweimal geladen, ich müsste mal nochmal überlegen, aber es ist auch so, ich war damit unterwegs und ich habe eigentlich gar nicht so viele Bilder gemacht, weil eben wie gesagt Einzelbildmodus, aber die war eigentlich immer an oder sie war mal in der Tasche an, weil der Hebel sich hier wieder selbst betätigt hat und der Akku, der hält wirklich sehr gut, also da kann man eigentlich auch nicht meckern. Ich würde zumindest an der Kamera so nicht meckern, auch von der Größe und so. Es gibt einfach nichts, was mich sonst aufregt, außer diese Lichtstärke vom Objektiv. Da würde mich natürlich mal interessieren, was haltet ihr so davon? Habt ihr euch vielleicht so eine Kamera geholt oder wolltet ihr sie holen und sie ist euch nicht lichtstark genug oder woran liegt's? Was sagt ihr so dazu? Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Ein Riesendank geht auf jeden Fall nochmal an Fotoprofi Esslingen, welche mir die Kamera zur Verfügung gestellt haben. Das ist ein Gebrauchtmodell. Die hat jemand geholt und hat, ich glaube, 400 Bilder damit gemacht und hat die wieder in Zahlung gegeben oder irgendwie sowas. Wenn ihr also eine Kamera sucht, schaut mal bei denen auf der Seite, die ist dort verfügbar, die könnt ihr dort günstiger gebraucht kaufen, wenn ihr kein Problem mit der Blende 4 habt. Ja, und dann war es das auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und wie gesagt, schreibt mir eure Meinung einfach mal in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.